Was geht ab, meine kleinen Russ? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und ihr seid auf dem krassesten Musik-Reaction-Analyse-Kanal. Hier geht es unfassbar ab. Ich will es ja nicht mehr sagen, sage ich jedes Mal. Aber guckt euch mal diese Uhr an. Diese Uhr zeigt mir dann meine Instagram-Follower an, die nur darauf warten, dass die einzige Zeit, die zählt. Ja, die einzige Zeit, die zählt, ist Instagram. Und YouTube, das kommt gleich, aber das bedeutet, dieses Paket muss hier noch ausgepackt werden. Wir warten auf die 10.000, aber guck dir das mal an, die Abonnenten, Alter, boah, ist das krass. Ja. Wir sind fast bei 20.000, das knacken wir definitiv diese Woche noch. Bumm, heute mein Spezialgast, Kelly, a.k.a. Mrs. VLOG, Alter. Das G steht auf jeden Fall für Gangster. So, wir machen hier jetzt ein Spezialformat. Eigentlich ist das Format Producer vs. Consumer. Da geht es darum, die Frage zu beantworten, wie unterschiedlich hören wir eigentlich Musik? Ich als Produzent und du als Konsument. Ganz einfach mal ausgedrückt. Ja. Heute Spezial K-Pop, weil Kelly hier gerade ein Video gedreht hat und noch dreht. Das wird auch Bestandteil dieses Videos. Ihr könnt dann die zusammengeschnittene Fassung und alles vorher bei Kelly gucken, denn du machst was? Ich höre eine Woche lang nur K-Pop und versuche mich in diese Welt reinzubegeben und mich inspirieren zu lassen. Es läuft super bisher. I love it. Und von Twice, Yes or Yes, ist bis jetzt einer meiner Lieblingssongs. Ganz wichtiger Punkt. Genau, deswegen reagieren wir auch auf den und nicht auf die, sage ich mal, die jetzt unter den Kommentaren bei dir am meisten angefragt waren. Twice war auf jeden Fall mit drin. Yes or Yes habe ich jetzt nicht so oft gelesen, aber Twice war sowieso einer der vielleicht können wir ja noch mehr von Twice machen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir noch auf andere... Genau, ja, nee, ich werde sowieso alles abchecken, denn hier auf dem Kanal geht sowieso jeden Tag ein K-Pop-Video raus. Vielleicht demnächst auch mehr, weil die Liste ist sehr lang. Sehr, sehr lang. Kilometer. Und ich wollte kurz anmerken, dass nicht mal ich weiß, was so in diesem verdammten Paket ist. Und könnt ihr bitte einfach alle followen, weil ich will es jetzt einfach sehen. Oh Gott, das ist so schlimm. Ich hab ein bisschen die Sorge, dass die Leute enttäuscht sind, jetzt, wenn ich es auspacke. Aber für mich als... Ey, wenn da kein Einhorn drin ist, ne, dann raste ich aus. Es ist für mich als Musikproduzent sogar schon krass. Weil diese Ausführung, dieses Ding da, was da drin ist, und Hard-Software-Ding und dann da die Farben und dann die ganzen Bling-Blungs und naja, ihr wisst Bescheid. Oh, okay, ich bin keine Ahnung, gespannt. So in die... gut, ich habe, glaube ich, genug gesagt. Wir gucken jetzt, wie gesagt, Twice, Yes or Yes, das official Musikvideo. Finde ich auch ein gutes, also ein guter Titel und eine gute Lebenseinstellung. Yes or Yes, Yes or Yes. Ich kenne den Song noch gar nicht, deswegen weiß ich die Message auch gar nicht. Ich bin so aufgeregt, das Musikvideo ich bin zu richtig sehen. gespannt. Ich kenne es tatsächlich wirklich nur als Song. Okay. Und da hat es mich schon umgehauen. Das heißt, ich kollabiere gleich, glaube ich. Ganz kurze Info noch, Rahim.erbil, Instagram. Ihr wisst Bescheid. Nee, habe ich nicht. Wollte nur, dass der Banner noch mal kurz reinkommt. Ah, okay. Wir fangen hier leise an, sage ich mal. Oder soll ich direkt? Ich schalte direkt um. So, okay, los geht's. Oh, jetzt geht's. Oh, geil. Hör mal. Filmintro, Sounddesign on point. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes or yes. Geil.
Okay. So, sonst explodiert mein Kopf. Ich kann mir das alles nicht merken. Ich bin Dori. Und, was sagst du? Komplett jetzt zu dem, was ich die letzten Tage K-Pop-mäßig gehört habe, ist es auf jeden Fall mehr so happy. Ja. Einfach happy, mehr so, einfach glückliche Musik. Gute Laune Musik, also wirklich. Ich muss auch sagen, das war quasi eigentlich das, was ich mir unter K-Pop immer am meisten vorgestellt habe. Und ich bin da schon ein bisschen so vorimprägniert, weil ich ja Meteor Garden geguckt habe, was eine chinesische Serie ist, also keine koreanische. Aber die haben ähnliche Musik verwendet und mich erinnert es an diese schöne Zeit, diese Serie geguckt zu haben. Und das war eigentlich das, was ich unter K-Pop eigentlich ursprünglich verstanden habe. Es gibt ja super viele Variationen davon. Ne? Das ist halt eine nochmal super Girl-Band, groupige und super Group, ganz wichtig. Genau, super groupige und super girlige Mucke irgendwie. Happy. Ja, ich glaube, da gibt es da teilweise sogar noch girlier Groups. Da habe ich schon ein paar in den Kommentaren bei mir gelesen. Hier sind es ja 9 Member, ne, wenn ich das richtig überschaut habe. Erzähl nochmal durch. Ich hatte vorher die Info irgendwo aus einer Tabelle, die mir einer von euch, die Muddy, hat es mir geschickt. Dass es 9 Member sind. Es klingt sehr, sehr fröhlich. Also da sind auf jeden Fall Instrumente benutzt worden, die das Ganze so ein bisschen unterstützen, die in der Harmonie ein bisschen höher angelegt sind. Was mir aufgefallen ist, dass auch direkt mehr so ein Bounce-Effekt da ist, einfach weil die Rhythmussektion, die eben aus den Drums und dem Bass besteht, ist so angelegt, dass der Bass spielt mit Pausen zwischendrin, macht so bum, 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 bum und sowas, dass man da halt irgendwie direkt schon mit tanzen kann. Choices. Yes. Hier die Brass-Section. Das ist ja so eine kurze Einleitung. Ich weiß warum. Das hat so, die Aufstellung der Instrumente hat so ein bisschen Big Band-Charakter. Stimmt, ja voll. Auch die Trompeten und so, die dabei sind. Ne? Yes or yes. Und dann hast du wie ist es? Das erinnert mich so ein bisschen so an Kindheit, auch ein bisschen so, weil die Intros von Animes ganz oft so waren irgendwie. Genau. Und das ist ja auch direkt der Refrain, mit dem die anfangen. Also wir sind direkt im Song drin. Das heißt, da holen die einen halt auch schon direkt ab. Genau, hier mal. Dann hier die Offbeat Hi-Hat, was so ein bisschen Disco-Element ist. Und dann ganz klassisch, kommt hier ein Break zum nächsten Part, der dann wieder ruhig wird, alle Rhythmuselemente werden rausgenommen. Aber das ist genauso diese emotionale Steigerung schon fast, die ich so an diesen Songs halt so liebe, weil Spannung wird so wieder aufgebaut. Man muss aber sagen, dass es ganz klassisches Pop-Arrangement auch in der westlichen Kultur ist. Deswegen finde ich es auch relativ einfach, dass man K-Pop hört, dass man reinkommt, weil die Arrangements, also die Verteilung, der Aufbau, wann welche Parts kommen, also ob Verse, Pre-Chorus, Chorus und so weiter, ist schon immer sehr auch vom Westlichen beeinflusst. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ich komme gar nicht mehr hin. Warum fangen wir jetzt kommt jetzt der Verse-Part, der ein bisschen schon abgeht, aber nicht zu viel und knallen dann auf einmal ohne irgendwelche Vorwarnungen in den Refrain rein. Das ist hier gar nicht der Fall. Weil jetzt wird's ruhig und ein bisschen Percussion haben wir noch drin, aber wir haben so dieses flächige Hauptinstrument, was die Harmonien dann eben noch spielt. Und ein Subbass. Ja. Und auch ganz klassisch als Auftakt dann da diese Trommelwirbelmäßig erst auf die vollen immer, also 1, 2, 3, 4 und dann werden die Achtel. Und dann, wenn das durch ist, ganz kurz vor der Hook, ein ganz kurzer Break, wo alles rausgezogen wird, damit die Ohren ganz kurz wieder auf Null kommen und dann boom. Ab in die
hübsch. Ja, überhübsch. Ich bekomme gerade Gänsehaut, weil die so hübsch ist. Ohne Ich Scheiß. liebe auf Die den auch. ersten Blick. Ja, aber das ist ja hier ist wie so richtig, das ist sie ja auch wie so gemalt. steht, so. Ich wollte das Heftig. Gemälde. Heftig. Sie auch. Ja. Sie, okay. 중에 하나만 골라 yes or yes Oh, geil. 진심일까 눈앞에 진심이니 눈앞 Jetzt haben wir einen Stilwechsel. Oh, Es ist der zweite Verse, der hier kommt, aber es fängt direkt mit einem komplett anders an als der Verse vorher. Wir haben den Subbass. 골라 yes or yes 진심일까 눈앞에 진심이니 눈앞에 애매한 저 말고 확실히 Das ist aber Subbass, oder? There's no letters and no 지워버릴래 오늘부로 복잡하게 고민할 필요 없어 정답은 yes yes yo 어떤 얘기 Das hat man vorher, habe ich schon erwartet, dass sie rappen werden, weil sie nämlich von dem Tempo, also das Tempo ist immer dasselbe, aber der Rhythmus vorher war eben das Originaltempo sozusagen, also diese, weiß ich nicht, hier 130, 140 BPM oder so, und dann sind die Beats auf pro Minute. Genau, und dann gehen die auf die Halftime. Und das habe ich schon gelernt im K-Pop, das ist dann schon so, okay, jetzt kommt gleich wahrscheinlich ein Rap. 눈앞에 애매한 저 말고 확실히 위아래로 There's no letters and no 지워버릴래 오늘부로 복잡하게 고민할 필요 없어 정 Du hast ja einen ganz anderen Groove, den du auf den dann was ich hier sehr interessant fand. 진심일까 눈앞에 진심이니 Ja, die haben wirklich als Adlib die Haze selber eingesungen, die ganze Gruppe, die wir komplett auf rechts und links hören, die da immer hier so Vocal-Hit-mäßig so eingesetzt werden. Hey, hey. So yes 진심일까 눈앞에 진심이니 눈앞에 애매한 저 말고 확실히 die gehen sogar 위아래로 runter. Erst hey, hey und dann immer hey, hey. Die gehen so runter sogar noch. Genau. and no 지워버릴래 오늘부로 복잡하게 고민할 필요 없어 정답은 yes yes yo 어떤 이기심도 자극하는 너의 눈과 널 향한 호기심이 Geil. 만나서 타올라 떠오른다 My heart boom 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 Die sehen so krass aus. 조금씩게만 Ja, aber das meine ich. Der zweite Verse ist komplett anders als der erste Verse. Und da hast du halt einfach neue Eindrücke, es ist frisch. Das meine ich, warum K-Pop irgendwie für mich Spannend auch gerade einfach einfach, spannender ne? ist, Ja. weil da ein bisschen was anders Für abgeht. dich auch bestimmt einfach aus Produzentenebene so, Ja, ne? ja. Weil es ist nicht, der Vers ist gleich, der zweite Vers ist gleich, sondern und es passt aber trotzdem irgendwie alles Voll. zusammen. Voll. So, es ergibt trotzdem mega Sinn einfach. Absolut, und jeder Member hier bekommt auch irgendwie wirklich seinen Part, spielt Mhm. eine wichtige Rolle, man merkt das auch. Das ist halt auch immer, wo man sich ja so, als wenn man das erste Mal hört, so, ja, da sind 9 Leute in der Band oder so. Und ich weiß mittlerweile, wir haben es bei Blackpink ja auch schon gesagt, wow, krass, wie viele sind das? Da gibt es aber, es gibt Bands, da sind, keine Ahnung, über 13 Leute drin. Es gibt eine chinesische Girl Group, da sind über 100 Member drin. 130 oder so hat jemand in die Kommentare geschrieben. Alter. Das Video habe ich mir auch angeguckt. Das ist ja ein ganzer Chor schon fast. Das ist, nee, das sind 4 Chöre. Das ist kein Chor, das sind 4 oder 5 Chöre. Ja. Da habe ich mir auch ein Video angeguckt, das einer in die Kommentare Das ist ja ein geschrieben ganzes hatte. Stimmorchester. Das fand ich aber wirklich too much, weil da waren dann einfach du hast nur noch Frauen gesehen, die so in einer riesen Gruppe da standen und alles irgendwie so So im CGI und so. Stadion. Ja, und das war wirklich, aber hier merkst du halt, dass jeder auch wirklich seine Position Aufgabe. und seine Aufgabe hat. Auch mit den Rap-Parts, die Mädels rappen sogar. Das können die sowieso mega geil in dem K-Pop, habe ich mittlerweile schon gelernt. Ich finde auch die koreanische Sprache wirklich sehr melodisch Krass, und ja. cool, auch Ja. fürs Singen, aber Find auch ich auch. fürs Rappen. Genau. Ich finde, die hört sich einfach auf, wenn man es nicht versteht, von der also von der Sprachfarbe her irgendwie schön an, gesanglich. Das ist wirklich super interessant, dass du es ansprichst, weil derselbe Sprecher, derselbe Sänger, derselbe Rapper in einer anderen Sprache immer anders klingen kann, einfach weil die Tonalitäten anders sind und man den Ton für das Sprechen und das Singen woanders rausholt, weil sich da der ganze Trakt, der Voll. davor steht oder dahinter steht, sich verändert. Das ist auch super, super interessant. Voll, weil auf Englisch kann man zum Beispiel ja vorne, aber manche sind auch sehr im Hals und so. Und ich habe das Gefühl, Koreanisch ist sehr viel passiert, sehr viel so im Mundraum. Die haben diese Ja, ich hatte schon so ein paar Boygroups, da haben schon welche echt sehr soulmäßig Sachen rausgehauen. Also manchmal kommen da so
einer hat so ein High Note rausgehauen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh, die hast du. Das habe ich Tay Lee. letztens in einem Video von dir gesehen. Ne? Ja, Tay Lee oder so hieß er. Boah, das war krass. Da ist der hochgegangen. Ich dachte, wow. Und das können die. Das können die definitiv. Also die sind da und das auch trotzdem, auch ja, mit der koreanischen Sprache. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Coole dran, warum man das auch so gerne hört. Ja. So. Genau, also die 2 Parts vom Verse waren eben anders, aber dann trotzdem schließen wir dann wieder an etwas, was wir vorher schon mal gehört haben, eben in diesem Pre-Chorus-Part, der ein bisschen ruhiger ist. Und? Geil. Das wollte ich vorhin schon sagen, in der Hook, das ist krass. Die haben definitiv jeden einzelnen davon von den Sängerinnen aufgenommen und dann noch Harmonien dazu. Hört mal drauf, rechts und links, hört die Reactions auch immer unbedingt mit den Kopfhörern. Da hört ihr das ganz genau, wie voll der Chor ist. Dieses Yes, oh yes, das ist so voll, aber mega nice abgemischt trotzdem. Wow, die sind echt verschiedene. Ja, und das ist, und ich finde, Oktaven. aber ich habe auch jetzt gerade auch gemerkt, dass es auch selbst die Doubles, wo dann, also wenn die Main Vocal gesungen wird, ein Satz, meistens das Ende vom Satz, doppeln die und das haben die hier komplett alle Stimmen durch und voll viele Harmonien durch und ich finde, das geht so richtig powermäßig unter die Haut. Voll. Deswegen. Okay, die haben ja noch einen C-Part reingeknallt. Genau, der C-Part ist auch, das ist halt wirklich typisches Pop-Arrangement. Da haben die dann so einen Disco-Beat drunter laufen, also der nennt sich so, diesen Disco-Beat vom Rhythmus her mit dieser Off-Beat Hi-Hat und ganz klar Four on the Floor, eben die Kick, die auf die ganzen Vollen und immer auf die 2 und die 4 die Snare, dass man nochmal runterkommen kann und das aber auch auf textlicher Ebene, das ist nämlich immer das Wichtige im C-Part, kann man das Ganze nochmal aufbrechen, was man vorher die ganze Zeit besungen hat. Da kann man so eine Metaebene schaffen. Ja, sowas, Metaebene, das Ganze nochmal umbrechen und das haben die genau hier auch gemacht. So mega Storytelling nice. quasi Voll. mäßig. Ja, nochmal, ne? machen die ja hier sowieso. Das mit dem Yes, oh yeah. Oder, das geil. Krass. Hä? Diese Kamerafahrten auch. Oh, Ciao, Kakao. der Ich heule gleich. Der Chor am Ende ist ja der Shit, Alter. Boah, diese Bühne, die gefahren. Boah, die Stimmen jetzt am Ende so, da hört man auch richtig krass dann die Harmonien raus, der Chor, wie perfekt die das machen. Nie wieder Krass. kann ich den Song normal hören. Ich werde jetzt immer den hier machen. Und alle in der U-Bahn gucken mich so an. Was macht die? Krass, dann haben die jetzt in der letzten Hook den ersten Part nochmal auf Trap gemacht mit dem Sub. Auch mit so Cowbells, die man so im Trap gerne benutzt.
Selbst die Hi-Hat ist da, so eine Dirty South Hi-Hat. Also krass, also relativ leise gemischt, weil wir ja eigentlich immer noch in einem Popsong sind. Aber da merkt man, wie die das immer hinkriegen. Es passt halt trotzdem. Und das Witzige und Geile dran, der Trick ist dann, klar, man weiß, am Ende kommt die Hook nochmal, aber hier bringt es halt wirklich nochmal was Frisches. Ja, weil es so überraschend ist, dass sie nochmal das Gleiche nochmal in Trap-Version und dann erst wieder den Chorus gemacht haben. Genau, und das ist halt das, warum ich finde, dass K-Pop echt... Das Trap einfach erfrischt. So. Geil. Ich glaube, ich habe schon wieder genug gequatscht. Ich bin ja immer da sehr aktiv. Ich bin so aufgeregt. Die Leute fragen sich immer, wie schaffst du es? 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten Songs auf 10, 15, 20, 30 Minuten. Ja, Leute, das ist so viel drin. Das ist so viel drin. Das ist nur der Anfang. Ich könnte hier eine Stunde sitzen. Das könnte man wahrscheinlich noch eine Stunde auseinander analysieren, wenn man wollen würde. Definitiv. Deswegen sage ich auch immer, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und eventuell noch so ein Abo. Definitiv Abo. Ich habe gehört, dass es besser ist, darauf hinzuweisen, dass ihr mich nur abonnieren sollt. Vergesst Instagram. Einfach nur abonnieren. Ich habe gerade noch mit jemandem von YouTube telefoniert, die haben zu mir gesagt, ey, du musst den Leuten sagen, dass die abonnieren sollen. Ich so, ich mache das die ganze Zeit und es funktioniert tatsächlich. Das ist unglaublich. Wir sind hier jetzt bei den Instagram. Sollte ich mir mein Scheibchen davon abschneiden? Definitiv abonnieren, Leute, weil der Content lebt von euch. Wir sind immer noch die Community. Background Informations und so weiter. Korrekturen, weil das ist hier mal alles live uncut und sonst irgendwas. Ich verbabbel mich natürlich auch mal gerne und da kommen auch mal so kleine Fehlerchen rein. Aber das ist wirklich meine erste Reaktion hier und da könnt ihr dann auch natürlich mich auf Sachen hinweisen, die ich nicht gesehen oder beachtet habe oder beachten sollte. Und Vorschläge. Folgt auf jeden Fall Kelly definitiv auf YouTube, wenn ihr das sowieso nicht schon tut, denn sie ist ja etwas größer auf YouTube als ich. Thank you. Ja, das sind Facts. Da kann ich nichts dran drehen. Ja, das war's. Fertig. Ich glaube, das reicht. Sollen wir noch einen Kaffee trinken mit den Leuten zusammen? Am Ende ist egal, dann kann ich einfach laufen lassen. Ja, stimmt. Ist ja auch nicht gut für die Watchtime. Watchtime ist mir egal, die Leute feiern das. Wie geht's dir sonst so? Läuft's auf dem Kanal? Ja, es läuft ganz gut. Ich bin gespannt auf mein neues K-Pop-Projekt. Das macht sehr viel Spaß. Das kommt am emotionaler Sonntag. Wir laden das gleichzeitig hoch. Genau. Achso, ihr Video kommt jetzt parallel. Also wir laden das parallel also jetzt falls sofort ihr meine Erfahrungen mit dem ganzen K-Pop. Weil Kelly hat 7 Tage K-Pop. Ich habe dich da ein bisschen angespornt. Ich muss sagen, genau, weil ich deine Reactions gesehen habe und da irgendwie eingeleitet worden bin dadurch und es war nicht schwer. Ich sag mal so viel. Ja, wir essen ja auch mal ganz gerne koreanisch mit Dana und dich haben wir auch schon ein paar Mal mitgenommen. Ich war auch schon mal in Korea. Du warst sogar schon in Korea. Das holen wir, glaube ich, dann aber auch demnächst nach. Geil. Gut, danke Leute und tschüss. Ciao.